Ein Weltrekordler, der ICE Experimental. Hier bei der DB Systemtechnik in Minden wird er wieder frisch gemacht. Zum 30-Jährigen erhält der bis dato ziemlich verwitterte Versuchszug eine neue Lackierung. Seit Ende 2020 laufen die Restaurierungsarbeiten am ICE-V. Ein paar Handgriffe noch. Die Arbeiter geben dem Hochgeschwindigkeitsprototypen den letzten Schliff. Er hat den Versuchszug einst gefahren. Ulrich Baum war bei den Tests damals Ende der 80er Jahre dabei. Der erste ICE, der ICV, wie wir dazu gesagt haben, ne? Ein Zug, der komplett für Hochgeschwindigkeit konzipiert ist. Das ist natürlich auch ein Symbol. Ne? Ein Symbol, in dem man heute noch überdeutlich sehen kann, ne, hier hat es angefangen. Und die Leute, die in Minden und natürlich auch in München beteiligt waren, ja, die haben schon ein bisschen Eisenbahngeschichte geschrieben. Ne? Der ICE-V ist bis heute der einzige Zug, der in Deutschland mit mehr als 400 Kilometern pro Stunde über die Gleise jagte. Ulrich Baum bekommt nostalgische Gefühle. Man ist wieder an seinem alten Arbeitsplatz, wenn es auch etwas antiquiert ist und unter heutigen Gesichtspunkten eher Old-Style, weil es noch weitestgehend Analoginstrumente sind. Ja, und unser Eins denkt sofort, tja, lass uns losfahren. Am 1. Mai 1988 ist der ICE-V losgefahren, um Geschichte zu schreiben. Ein Weltrekordversuch sollte unternommen werden. Schneller als der französische TGV wollte man sein. Eine Reportage von damals zeigt, die Techniker haben es geschafft. Der Rekord wird gebrochen. 406,9 Kilometer hat der Versuchszug erreicht. Die Neubaustrecke zwischen Fulda und Würzburg war die ideale Rennstrecke. Bei 403 Kilometer pro Stunde, 404, 405, 406. 406,9 Stundenkilometer. Das Ziel war erreicht. Der ICE ist das schnellste schienengebundene Fahrzeug der Welt. Wenn wir dann wirklich in den Hochgeschwindigkeitsbereich gegangen sind, ne, Sie sehen ja, das analoge Instrumentarium ging bis 350 km/h. Wir hatten dann noch eine digitale Anzeige und da konnten wir auch Geschwindigkeiten präzise über 400 km/h anzeigen lassen. Es ist halt einfach so, dass Geschwindigkeit eine gewisse Faszination hat. Man ist Pionier in einem Bereich und ja, das macht halt Spaß. Erste Mal solche Geschwindigkeitsbereiche auf der Schiene auszufahren, ne? Klar. Doch es ging nicht nur um Hochgeschwindigkeit. Der Zug sollte auch beim Komfort Maßstäbe setzen. Verlängerte Rückenlehnen, besondere Kopfkissen, das ganze Ambiente sollte an die Business Class von Flugzeugen erinnern. Mehr als 30 Jahre alt und immer noch ein wenig futuristisch wirkt die Einrichtung, freilich mit Lounge. Einer der beliebtesten Orte in diesem Zug, ne? Und auch bei unseren prominenten Gästen, die wir oft bei Hochgeschwindigkeitsfahrt hatten, ne? Von Verkehrsminister über Kanzler bis zu Michail Gorbatschow, alle saßen hier. Ja, die Autos Und schon damals ging es um Umweltfragen. Also die Autos sind nach unserer Meinung sehr viel stärker ursächlich als die Kraftwerke. Der ICE war das Aushängeschild der Bahn. Er sollte den Aufbruch in ein neues Verkehrszeitalter repräsentieren und eine echte Alternative zu Auto und Flugzeug sein. Wenn der ICE-V als Museumsfahrzeug hier als Denkmal hingestellt wird, ne, merkt man schon, dass die Zeit weitergeht. Ne? Und dann habe ich auch noch ein paar schöne Bilder gemacht, um die Sache noch mal so ein bisschen festzuhalten für die Zukunft. Ne? Im Jahr 2000 wird der Zug außer Dienst gestellt und nach Minden gebracht. Triebkopf und Mittelwagen gehören dem DB-Museum. Doch ein Versuchszug gehört nun eben in eine Versuchsanstalt.
Zum 30-jährigen Jubiläum der Aufnahme des planmäßigen ICE-Verkehrs bekommt auch der Versuchszug ein neues Kleid. Eine Spezialfirma hat ihn nicht nur neu lackiert, sondern auch noch die Piktogramme und Hinweisschilder im Originaldesign wiederhergestellt. So aufgehübscht könnte er glatt wieder auf seine Repräsentationsfahrten gehen. Wir selbst als Firma Tedens sind ja schon in vielen Bereichen dabei, Züge zu lackieren, in vielen Ländern auch, in vielen Städten. Also das ist nicht die Problematik gewesen. Das war schon eine andere Aufgabe, einen Zug hier auf der Wiese entsprechend so zu positionieren, dass er sicher und perfekt gemacht werden konnte. Wir haben dann entsprechend auch diesen Zug eingehaust, weil wir natürlich auch witterungsbedingt von dieser Bearbeitung ja auch gehandicapt sind. Dann haben wir eine spezielle Absauganlage, die ist mit Kohleaktivfiltern. Das heißt also, die ist geprüft. Wir können also im Naturschutzgebiet oder im Wald lackieren, weil keine Farbnebel in die Umwelt gehen. Wir mussten den Boden mit entsprechenden Matten und Platten befestigen, damit die Gerüste zum Arbeiten auch entsprechend befahren werden konnten. Und das waren also so Grundbedingungen, die wir erstmal schaffen mussten. Wie neu sieht er nun wieder aus? Es war ein ganzes Stück Arbeit, den seit 20 Jahren Wind und Wetter ausgesetzten ICV wieder zum Stolz der Eisenbahner zu machen. Der alte DB-Keks nur noch ein Schatten seiner selbst. Bloße Kosmetik hat hier nicht mehr geholfen. Ein Meilenstein der Eisenbahngeschichte, mit dem man sich nun als Eisenbahner auch wieder identifizieren kann. Die Mitarbeiter waren von Anfang an sehr positiv gestimmt, weil sie sich gefreut haben, dass ja ihr Schätzchen, ich will es mal so nennen, ihr Schätzchen wurde wieder aufgearbeitet. Und das hat ja auch für Mitarbeiter immer auch einen besonderen Stolz, wenn so ein Fahrzeug hier ja auch da ist. Und es ist ja wirklich von der Haptik, von der Optik, es ist anfassbar, es ist sehbar, als wenn man nur ein Bild hinhängt. Auch die Fenster werden frisch abgedichtet. Ordentlich Fugenmasse muss hinein, alles soll die nächsten Jahrzehnte halten, auf dass der Weltrekordler von einst auch in Zukunft ein Schmuckstück der deutschen Eisenbahn sein wird. Ulrich Baum würde gleich wieder losfahren. Ja, ich freue mich, dass der Zug wieder aufgehübscht wurde und jetzt in der Sonne wunderbar glänzt, ne? Und auch für die jungen Leute, die jetzt hier tätig sind, die dann mal wieder schauen können, wie ICE begann. Ja? Ich denke, jetzt hat man erkannt, was für eine historische Bedeutung der Zug hat. Und ich glaube, die Bahn kümmert sich drum. Und ich hoffe, dass er in 20 Jahren noch so gut aussieht wie jetzt.